Hallo zusammen, ich baue weiterhin mein E-Bike zusammen. Den Akku habe ich bereits fertiggestellt, im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich ihn gemacht habe. Ihr könnt es euch ansehen. Jetzt werden wir das Hinterrad einbauen. Das Problem ist, dass nichts irgendwo passt, nichts sitzt richtig, obwohl alle Teile überall kompatibel sein sollen. Man fängt an, es einzubauen und überall muss man eine Unterlegscheibe unterlegen, irgendwo etwas abschleifen. Das heißt, egal welchen Teil man nimmt, nichts passt nirgends zusammen. Das Traurigste ist, dass die Hinterradbremse nicht richtig sitzt. Man muss irgendwelche selbstgemachten Distanzstücke anfertigen, weil der Bremssattel mit der Scheibe überhaupt nicht zusammenpasst. Jetzt zeige ich, was dabei herausgekommen ist. Zuerst bauen wir das Rad ein, und dann kümmern wir uns um die Bremsen. Und so ist es mit jedem Teil, das man nimmt. Überall muss man etwas anpassen, abschleifen. Das ist, was mit der Hinterradschwinge passiert. Hier sind diese Verstärkungsplatten, die hier angeschraubt sind. Damit das Rad genau mittig sitzt, müssen sie auf der Innenseite angebracht werden. So wie ich es auf dieser Seite innen angebracht habe. Aber wenn man diese auf der Innenseite anbringt, kommt das Kabel. Dieses hier wird an die Scheibe gedrückt, das Rad dreht sich nicht. Das heißt, das Kabel stört. Ich habe es nach außen versetzt und hier 2 Unterlegscheiben angebracht. Mit 2 Unterlegscheiben kann man dann das Kabel wegbiegen und das Rad dreht sich. Das heißt, eine ist auf der Innenseite, die andere auf der Außenseite. Ich habe das Rad zusammengebaut und einen 24 Zoll Reifen gefunden. Das ist so ein Reifen für E-Bikes. Ein sehr seltener Reifen, den man kaum findet. Deshalb mein Rat, ich war dumm und habe ursprünglich eine 24 Zoll Fahrradfelge genommen. Sie ist robust und hochwertig, aber es ist schwierig, den passenden Reifen zu finden. Wenn man einen normalen Fahrradreifen montiert, wird er einfach schnell verschleißen, da er nicht für eine solche Belastung ausgelegt ist. Nehmt deshalb von Anfang an einfach Mopedfelgen oder Motorradfelgen für Reifen, die für Motorroller oder Mopeds gedacht sind. Das heißt, ihr schaut schon nach dem Durchmesser. Solche Reifen gibt es massenhaft, und sie haben eine höhere Steifigkeit als Fahrradreifen. Das heißt, sie haben eine andere Zusammensetzung und eine große Auswahl. Ihr könnt welche mit Spikes nehmen oder glatte, wie die von Motorrollern. Die Auswahl ist also groß. Aber Fahrradreifen sind viel zu weich für schwere E-Bikes, verschleißen schnell und sind unzuverlässig. Ich habe diese 24 Zoll Variante gefunden. Und 3 Zoll breit. Sie hat eine robuste Mischung, speziell für E-Bikes. Aber solche Reifen gibt es, denke ich, vielleicht in Großstädten, aber in einem Dorf findet man sie kaum. Nun, für ein Moped ist es, denke ich, überhaupt kein Problem, Reifen zu kaufen. Also, so ist es. Und als nächstes werden wir hier die Ritzel anbringen. Ich habe eine Kassette gekauft. Der Verkäufer in China, bei Die Motor, gab an, dass hier für 7 Ritzel ist. Ich habe eine Kassette für 7 Ritzel gekauft. Ich montiere sie, sie passt nicht, es bleibt Spiel. Nun, gut, der Kassettenverkäufer gab mir dann so ein Distanzstück. Das heißt, hier muss man eine für 8 Ritzel anbringen. 35 mm ist die Länge des Freilaufkörpers für 8 Ritzel. Nun, ich habe keine 8-fach-Kassette mehr genommen. Anbringen, da ich sie nicht wirklich brauche. Ich setze den Abstandshalter ein, und die Kassette passt hierher. Also, wir nehmen die Hülse ab, diese hier heraus. Zuerst setzen wir den Abstandshalter ein. Dann schauen wir auf die Verzahnung. Irgendwo hier ist eine kleine. Hier ist die kleine Verzahnung. Und hier ist sie auch. Da ist sie. Wir setzen sie auf. Dann das größere Ritzel, ebenfalls mit der kleinen Verzahnung, aufgesetzt. Dann das kleine Ritzel. Aufgesetzt und festziehen. So, wir haben die Dicke hinzugefügt und können es anbringen. Und hier setzen wir 2 Originale ein. Von dieser Seite. 1 und 2. Die Muttern sind auf beiden Seiten unterschiedlich. Auf dieser Seite ist die Mutter größer. Das heißt, das Gewinde ist hier gröber.
Und auf der anderen Seite ist das Gewinde kleiner. Und eine Unterlegscheibe ist noch übrig, die setzen wir auch auf. Obwohl hier kein Platz für eine Unterlegscheibe ist, werden wir sie ohne Unterlegscheibe anbringen, da das Gewinde sowieso nicht herausragt. Und hier unten wird die Achse noch mit dieser Verstärkung zusammengezogen und von unten geklemmt, da das Drehmoment, wenn sich das Rad dreht, es von der Achse wegdrückt. Während bei einem normalen Fahrrad das Drehmoment das Rad nur über die Kette dreht, wird hier das Rad vom inneren Rotor weggedrückt und somit wird die gesamte Last auf diesen Achsenknotenpunkt und dessen Klemmstelle wirken. Deshalb gibt es hier solche Verstärkungen. So ziehen wir es fest. Auch von beiden Seiten, denn erstens, wenn Sie fahren, entsteht ein Moment in eine Richtung. Die Achse dreht sich, naja, sie ist fest verankert, aber die Last geht in eine Richtung. Wenn Sie bremsen, erfolgt die Rekuperation in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, dieser Knotenpunkt kann in beide Richtungen hin und her ausschlagen, daher muss er sehr festgezogen werden. Deshalb wurden auch solche zusätzlichen Spanngurte angebracht, damit kein Spiel an der Achse entsteht. Hier habe ich eine hydraulische Hinterradbremse mit einem Entschalter für den Motorcontroller des Radnabenmotors. Das heißt, wenn wir bremsen, wird die Rekuperation aktiviert und die Spannungsversorgung zum Motor unterbrochen. Der Motor wird also abgeschaltet, die Rekuperation wird eingeschaltet. Man braucht also einen solchen Hebel mit Entschalter. Die Bremse ist hydraulisch. Hier ist Mineralöl drin. Hier ist der Bremssattel selbst, den werden wir anbringen. Und der Trick ist, was ich hier mache. Um den Bremssattel nicht zerlegen zu müssen, muss er hier durchgefädelt werden. Das heißt, man muss diesen Teil wieder abnehmen und zerlegen. Hier setzen wir es auf, ziehen es dann fest. Und schauen dann nach der Position. Hier passt der Bremssattel nicht durch. Deshalb werde ich jetzt diesen oberen Teil zerlegen, anheben und den Bremssattel durchschieben. Als nächstes wird der Bremssattel hier durchgefädelt. Hier an den Plastikabdeckungen gibt es spezielle Öffnungen genau für Schläuche und Kabel. Hier wird es durchgehen. Und hier haben wir eine große Öffnung. Hier fädeln wir es von unten durch. Es gibt noch ein Loch, aber dafür müsste man den Bremssattel auch zerlegen, um es hier durchzufädeln. Nun, ich mache es vorerst so. Hier wird es von unten durchgefädelt. Als nächstes fädeln wir es hier durch. Sonntag. Hier wird es genau freien Lauf haben. Hier müssen 2 Distanzstücke eingesetzt werden. Was habe ich hier gekauft? Ich habe eines gekauft und dachte, es würde hier ganz ohne Distanzstück passen, weil die Halterung hier so groß ist. Aber es stellt sich heraus, dass es nicht ausreicht. Das heißt, wenn es etwas weiter hierher verschoben wäre, könnte man es für eine 203er Scheibe verwenden. Aber so maximal, wahrscheinlich ein 180er. 203er passt nicht. Ich habe ein Distanzstück für 203er und ich muss 2 Distanzstücke zusammenschrauben, damit der Bremssattel passt. Das heißt, so verbinden wir sie und dann montieren wir es. So wird es aussehen. Nun, natürlich ist es dumm, 2 Distanzstücke zu verwenden. Hier entstehen so dünne Teile. Nun, wir werden sehen, wie es funktioniert. Falls nicht, machen wir es später neu. Nun, Sie hätten diese Halterung natürlich einfach etwas weiter anschweißen können. Sie hätten diese Halterung einfach etwas weiter anschweißen können. Und dann hätte die 203er Scheibe problemlos gepasst. Aber jetzt müssen wir mit den Distanzstücken herumtüfteln. Nun, wir werden es versuchen. Ob es hält oder nicht. Hinten, um den Bremssattel zu montieren, muss man diesen Adapter verwenden, der aus 2 Teilen besteht. Einer für eine 203er Scheibe und einem zweiten Distanzstück. Weil es so nicht passt. So, wir setzen den Bremssattel auf die Scheibe. Es sieht dann so aus. Nun, eine zusätzliche Schwachstelle sind diese beiden Stellen, also das dünnste Teil. Genau das ist anfällig. Nun, ich weiß nicht, ob es hält oder nicht. Wir werden es testen, überprüfen. Ich hoffe, alles wird gut. Nun, eigentlich gab es ursprünglich überhaupt keinen Wunsch, es auf diese Weise mit Distanzstücken zusammenzubauen. Diese Vorrichtung hätte man etwas weiter hinten anschweißen können. Und dann hätte alles ohne Distanzstücke und Adapter gepasst. Das heißt, Sie haben es für eine 160er Scheibe gemacht, obwohl für ein so schweres Fahrrad. Ich denke, es hätte
für eine 203er-Scheibe gemacht werden müssen. Nun, Sie haben es irgendwie hingepfuscht. Nein, es passte schon, die Scheibe ist genau richtig. Die Bremsbeläge reichen aus. Es passte also wie es sollte, aber nur mit Distanzstücken. Und hier sind spezielle Halterungen. Unten sind sie für das Kabel, das ich befestigt habe, und oben für den Schlauch. Es wird auch mit Kabelbindern befestigt. Jetzt werden wir die Halterung für den Akku anbringen. Er muss also fixiert werden. Er wird natürlich nicht wegrutschen, denn er wiegt erstens 14,5 Kilogramm. Er sitzt hier wie angewurzelt, aber ich denke, bei Vibrationen oder Sprüngen, damit er nicht wackelt, werde ich ihn festklemmen. Ich habe ein Verstärkungsband genommen. 15 mm breit, 0,2 mm dick. Ich hatte noch Reste davon, und damit werde ich solche Schellen machen und ihn am Rahmen befestigen. Hier ist ein Loch, hier ist auch so eine Platte. Wir befestigen es daran, und hier sind Löcher. Ich werde es also von zwei Seiten befestigen und hier ein System machen, um es zu spannen und den Akku mit diesen Bändern am Rahmen zu befestigen. Hier klebe ich Dichtungen an, damit es weich aufliegt. Der Akku ist in einem Kunststoffgehäuse. Ich habe ihn also komplett in Kunststoff eingewickelt. Das heißt, ich habe es ausgeschnitten. Es wird sich also nicht mit den Akkuzellen selbst abstützen, sondern der Kunststoff wird die Last verteilen. Ich denke, gleichmäßig. Hier wird es aufliegen und dort wird es aufliegen. Ich habe auch noch genommen. Hier habe ich einen Schrumpfschlauch, der passt perfekt auf das Band, damit es weicher ist. Das heißt, ich werde ihn zur Isolierung anbringen. Eine Schraube, eine Unterlegscheibe. Hier habe ich das Band zweifach gewickelt, damit es sicherer ist. Und ich habe es zusammengelötet, mit Zinn gelötet, damit genau an der Befestigungsstelle die Last gleichmäßiger verteilt wird und es sicherer hält. Und das zweite Band genauso. Ich passe es gerade an, ich denke, ich werde hier auch noch Unterlegscheiben anbringen. Später, wenn ich es endgültig festziehe. Zuerst passe ich es nur an, um die Befestigung auf der anderen Seite zu machen. Ich habe den Akku fixiert, so ein Winkelstück angebracht und festgeschraubt. Das heißt, hierhin wird er sich nicht verschieben. Hier ist ein Band gespannt, das heißt, nach oben wird er sich auch nicht verschieben. Ein Kabel lag neben dem Winkelstück. Ich habe hier zwischen dem Kabel und dem Winkelstück Heißkleber aufgetragen. Nun, ich habe es eigentlich rundherum verklebt, damit die Kabel nicht wackeln, nicht klappern und sich mit der Zeit nicht durchscheuern. Das heißt, ich habe sie mit Heißkleber fixiert. Im Prinzip hält alles fest. Ich habe es sogar zur Seite gekippt. Das heißt, es wackelt nicht einmal. Es ist gut fixiert. Die überflüssigen Schrauben werde ich später abschneiden. Зафиксировал аккумулятор, вот такой вот уголок поставил, прикрутил его, то есть сюда он не сдвинется, здесь натянута лента, то есть вверх он тоже не сдвинется. Получился рядом провод с уголком, я здесь между проводом и уголком термоклеем залил, ну, вообще по кругу залил, чтобы провода не шатались, не дребезжали и со временем не протерлись. То есть я зафиксировал их термоклеем. Ну, в принципе, все крепко держится. Даже на бок я наклонял его, то есть он даже не шатается. Зафиксирован хорошо. Болтик я лишний отрежу потом.